Ich wollte heute mit euch ein Eisenbahnvideo machen. Rita hat es verboten, deswegen gibt es heute ein Übersichtsvideo über unsere unbeschreiblich große Reifensammlung hier. Spaß beiseite, hier ist Rita und Moment. Hello. Hier bin ich. Willkommen zurück bei Bricks Go Wild und wir erfüllen heute einigen Zuschauern, denke ich, oder vielen, einen lang ersehnten Wunsch, und zwar zeigen wir euch wieder mal einen kleinen Rundgang, den wir machen werden durch unsere doch sehr groß gewordene Wild City. Genau. Und für uns ist das ja ganz normal, dass wir immer wieder unsere Runden drehen und immer wieder mal schauen, was wir schon alles haben und was wir noch bauen. Aber natürlich, klar, ihr habt natürlich schon lange keinen Rundgang mehr gesehen und auf das haben wir nicht gedacht. Aber zum Glück habt ihr es in die Kommentare geschrieben, deswegen machen wir uns sehr auf den schlau, Weg. Ja. Es sind auch viele neue Zuschauer dazugekommen. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Vielleicht habt ihr ja noch nie einen Rundgang gesehen. Also das ist ein Rundgang, so wie es jetzt bei uns in der Stadt aussieht. Wir folgen Rita unauffällig. Es sind relativ viele offene Baustellen. Wir haben schon auch viele Teile aus dem Legoland verbaut. Und wir zeigen euch jetzt einfach ungeschminkt und unverblümt, wie es jetzt gerade in Wild City so aussieht und wo kann man da besser anfangen als bei uns am Stadtplatz. Genau, wir fangen hier an, weil das einfach immer der Ort ist, wo wir auch, wenn wir in die Stadt kommen, quasi starten. Ja, der Stadtplatz. Moment, wir machen es noch professionell. Ich gehe noch mal kurz raus und komme noch mal rein, dann sehen die Zuschauer nämlich, wie das aussieht, wenn man bei uns reinkommt. Also hier ist unsere Lego-Türe hier mit den ganzen Postern und Postkarten, die wir bekommen haben, teilweise auch sogar Figuren. Und dann macht man hier die Türe auf und ist im Paradies bei Rita und am Stadtplatz. Willkommen zurück. Ja, gut. Also wir sind hier am Stadtplatz. Ziemlich eines unserer ersten Projekte, die wir gleich mal gestartet haben, als wir die Stadt gestartet haben, denn jede tolle Stadt braucht einen tollen Stadtplatz. Und ja, es ist einfach der Blickfang, wenn man in unsere Stadt reinkommt, und da sind wir noch immer stolz. Es kommen immer wieder ein paar Figuren dazu, hier und da, aber ja. Also hier haben wir eine Auswahl an allen Modular Buildings, die es gibt, bis auf das neueste, das kommt dann hier hin, dieses Boutique Hotel, welches meine Mutter leider immer noch nicht aufgebaut hat. Wir warten drauf. Aber Rita hat vollkommen recht, hier hat sich schon lange nichts mehr Großartiges getan, außer dass wir immer wieder mal da und dort Figuren austauschen oder verschönern. Aber das sieht schon sehr cool aus, der Stadtplatz hier auf 9 Baseplates. Den haben wir relativ schnell mal gebaut und sind auch nach wie vor sehr zufrieden damit. Hier, das darf ich übernehmen, weil Rita interessieren Eisenbahnen ja offensichtlich nicht, haben wir den noch nicht existenten Hauptbahnhof, oder momentan ist das hier unser Hauptbahnhof, hier mit dem Doppelgleis und dem Bahnübergang, auch hinten nochmal, dass die Leute hier sicher über die Gleise gehen können. Und hier fährt natürlich auch nach wie vor des Öfteren ein Zug und wir haben auch noch jede Menge freie Fläche, aber dazu später. Unter dem Hauptplatz gibt es den U-Bahnhof, da zeige ich euch jetzt nicht genau, was hier los ist, ein kleiner Sneak Peek. Da fährt die U-Bahn natürlich, die jetzt groß im Aufbau ist momentan, hier bis ganz hinten dort, wo unsere Minifigurenkästen stehen, aber dazu später in einem, ich denke, nächsten oder übernächsten Video mehr, wenn wir da wieder mehr haben. Genau, hier ist unser kleines Videostudio, wo wir immer unsere Reviews filmen, wenn wir ein Review filmen. Quasi unser Wohnzimmer nachgebaut. Ja, und wir sind ja jetzt momentan nicht dort, also sind wir auch nicht da, genau. Aber manchmal sieht man uns da drinnen. Genau. Es sind sehr viele Sigfigs auch schon hier verbaut, von allen möglichen YouTubern, von Fans und so weiter. Also wirklich sehr toll. Hier ein bisschen kleinere Geschäfte, Restaurants, Autohändler, Fahrradreparatur, Lego-Laden und so weiter. Hier diesen Shot liebe ich auch, in diese hintere Straße beim Stadtplatz. Leider hat sich auch hier nicht viel getan. Da haben wir eigentlich mal groß geredet, dass wir das auch mal verschönern. Hat sich auch noch nichts getan. Hat noch keiner die Muße gehabt, hier diese Beete zu verschönern. Aber gut, ihr seht, wir haben sehr viele Baustellen. Aber es wird schon mal werden. Hier auch mit dem Quickie-Mart und dieser großen definitiv. Tankstelle, Ja. Genau. Ein Krankenhaus hier weiter hinten, genau gegenüber von unserem Einkaufszentrum, auch ein großes Highlight unserer Stadt. Und
Genau, wenn ihr das Einkaufszentrum von innen sehen wollt, da haben wir auch separate Videos dazu gemacht. Also da vielleicht einfach reinschauen. Zu jeder Etage gibt es da ein Video. Dann haben wir hier diesen Science Tower, der bei diesen Bricklink-Sets mal dabei war. Mit der Erweiterungsplatte, die auch sehr cool ist. Genau, die es nur ganz limitiert gegeben hat. Und hinter diesem Science Tower unser Park, bei dem sich leider in letzter Zeit auch eher wenig getan hat, muss ich sagen. Aber gut, es ist einfach, man baut da, wo es einen freut und manchmal halt mehr und manchmal weniger. Ich kann mich noch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, erinnern an die Geschichte mit den Babyenten. Das war auch in den Videos immer ein großes Thema. Jetzt habe ich dann mal welche bestellt und was ist? Sie haben noch immer keinen ordentlichen Teich, aber so ist das eben manchmal. Ja, weil wir mal keine Wasserfliesen mehr hatten und dann habe ich aufgegeben und jetzt hätten wir wieder so viele. Nein. Egal. Eine große Baustelle haben wir auch hier, die gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist mal etwas Fertiges, was aber eine Baustelle ist. Wie kann eine Baustelle fertig sein? Naja, aber nicht so wie zum Beispiel der Park, der ist ja offensichtlich bei uns eine Baustelle, aber die Baustelle, finde ich, sieht doch recht fertig aus. Dann haben wir hier genau auch noch ein paar kleinere Sets, zum Beispiel auch diese Werkstätte hier, den Burger Truck und so weiter und so fort. Neuere und ältere City-Sets, zum Teil erweitert, zum Teil gemockt, aber auch zum Teil ganz im Original, so wie es von Lego aus der Schachtel kommt. Hier Ritas Bad, das habt ihr hoffentlich im letzten Video gesehen. Ein Freibad mit einer jetzt neu dazugekommenen Wasserrutsche. Genau, da hat sich auch noch nicht sehr, sehr cool. Da Jetzt hat sich noch nicht viel getan, aber Badesaison wird auch weitergebaut. Dann haben wir einen großen Bauernhof mit allen möglichen Tieren, die hier reinpassen, mit selbstgebauten Schafen, mit Schweinen in verschiedenen Farben, mit Kühen, Pferden, Fohlen, Alpakas, ja. Der Bauernhof wird sich jetzt wahrscheinlich auch dann nochmal ein wenig verändern, da ja Bauernhofsets rauskommen sollen. Werden wir schauen, was wir da machen. Wir haben absichtlich noch ein bisschen Platz in Richtung der Polizeistation hier freigelassen, damit wir dort noch ein bisschen umbauen können. Mal sehen, was da rauskommt. Wir wissen es noch nicht, welche Sets wir uns da holen werden und wie das dann genau aussieht. Also hier geht es also von der Stadt nach hinten in den etwas ländlicheren Bereich. Ihr seht schon viele Traktoren, viele Lastwagen und auch natürlich immer mehr Eisenbahn. Und da kommen wir dann zum Herzstück unserer Anlage. Einerseits die natürlich super tolle Monorail, andererseits Züge. Wie gesagt, im ländlichen Bereich gibt es auch noch einiges, was sich tun muss. Hier zum Beispiel das Schloss Löwenstein, auch aus der Designer AFOL Program Serie, welches noch auf einen Hügel drauf kommt. Das sind mal die ersten Versuche meiner Mutter, aber das ist noch nicht ganz fertig und Rita sucht irgendwas. Ich glaube, dass unsere Figur, die übrigens von der Einwohnermeldeamtbeamtin hingestellt wurde, kein Handy mehr hat. Das heißt, er steht jetzt auf der Brücke und filmt nicht mal mehr. Oh. Ich schau mal, ob das da irgendwo verloren gegangen ist. Jetzt seht ihr übrigens auch, wie man bei uns in die Anlage dann reinkommt, weil es sind insgesamt jetzt fast 90 Quadratmeter und wir haben mehrere, hoppala, Rita reißt gleich die Brücke nieder. Wir haben mehrere solche Bauluken hier und es sieht so aus, als hätte diese Figur hier ihr Handy verloren. Das ist, wie gesagt, eine Figur, die von der Einwohnermeldeamtbeamtin Rita platziert worden ist. Ein Zuschauer von uns, der sich gewünscht hat, hier, ich weiß gar nicht, was der genau will. Er will, glaube ich, Züge fotografieren, aber von einer sehr gefährlichen Position aus. Genau. Soll man im wahren Leben bitte nicht. Während Rita hier jetzt wieder rauskommt, was ich hoffe, kurzer Schwenk auch noch. Wir haben hier unsere Hall of Shame. Wir haben hier Sets auch der späten 1990er verbaut. Wie ihr sehen könnt, nicht alle natürlich, aber einige. Das sind Sets aus meiner Kindheit und sie waren mir irgendwie zu schade, um sie wegwerfen wollten wir sie sowieso nicht, aber wir wollten sie auch irgendwie in die Stadt integrieren, dass sie natürlich auch, genauso wie jedes andere Lego-Set, irgendwie zur Geschichte des Konzerns beigetragen haben. Also wir haben hier Sets aus den 80ern, aus den 90ern, aus den frühen 2000ern und natürlich auch neue Sets. Meine Lieblingssets, und das habt ihr vielleicht auch schon gesehen in den anderen Videos, sind vor allen Dingen die 9-Volt-Züge. Hier haben wir also viele dieser Sets, teilweise sogar doppelt oder dreifach aufgestellt, hier mit den Kränen, die ganz toll sind. Und ja, hier seht ihr auch
Ritas Infiltration, die hier immer mehr meines Güterbahnhofs einnimmt. Ich dachte mir schon, du meinst das als Hall of Shame. Könnte auch sein. Was ist das alles? Ja, das ist bei mir leider immer so, dass ich etwas im Chaos lebe. Christoph mag das gar nicht, aber er toleriert es. Meine Minifiguren, die wir aus dem Legoland mitgenommen haben, andere Lego-Figuren, meine Babys, alles Mögliche und etwas, das wir neu gebaut haben. Ich habe das nämlich bei Brixie in einem Video gesehen und habe mir gedacht, wie genial ist das bitte? Ein Automat, wo man sich was zum Essen rausholen kann. Wirklich cool. Also der Grund, warum es hier so viele Minifiguren und auch so ein Chaos ist, ist hier Ritas Bautisch. Hier unterm Fenster sitzt sie gerne und baut ein wenig Lego und sortiert ihre Sachen. Noch dazu hat sie hier ihre Figurenkästen, die alle rappelvoll sind mit unterschiedlichen Lego-Teilen. Können wir euch auch wieder mal ein abgedatetes Video dazu machen, denn es hat sich hier einiges getan, seitdem wir letztes Mal, wir haben einen Container mehr und es hat sich wirklich, wirklich viel getan hier, weil wir ja auch viele Teile aus dem Legoland und so weiter dazu bekommen haben. Hier der große Güterbahnhof, der sich leider noch nicht verändert hat. Wir haben jetzt mal, oder ich habe groß angekündigt, den zu verändern, umzubauen. Es hat noch nicht die zündende Idee gegeben, obwohl ihr sehr, sehr viele coole Ideen in die Kommentare geschrieben habt. Es gibt hier 9-Volt-Züge, Power-Functions-Züge, es gibt die alte Infrarottechnologie, die neuen Powered-Up Lokschuppen, die alle auch zum Teil benutzt werden. Hier wird zum Beispiel gerade das große Krokodil 10183, wenn ich mich nicht täusche, repariert, Maersk-Zug und so weiter, diverse Verladekräne. Hier bin ich noch am Überlegen, was wir hier machen werden, aber wir werden uns bestimmt hier einig werden. Genau. Dann hinter dem Güterbahnhof gibt es das Naturschutzgebiet und auch das Schloss Löwenstein, das neu hier platziert worden ist. Wir sind noch nicht ganz damit zufrieden, wie es hier steht. Wir sind am Überlegen, ob wir das nicht noch ein bisschen erhöhen. Aber ja, auch hier sollte sich noch einiges tun und auch wie nennt man das, diese Quelle, die hier entspringt, auch die versiegt leider direkt im Boden. Auch das sollte natürlich nicht der Fall sein. Das wird noch umgebaut. Das ist auch der Grund, warum hier dieses Baumhaus mitten auf der Straße steht. Horizon Express, der hebt unsere Stimmung da wieder ungemein. Ein kurzer Schwenk auf unsere Mine. Ja. Da hatte ich auch große Pläne dafür, leider noch nicht wirklich umgesetzt. Aber der Plan ist hier, die Mine schön zu machen und dann darunter ein mehr oder weniger zweites Layout in Bodennähe zu bauen, wo es dann unterirdisch weitergeht. Hier haben wir leider noch immer Ritas Wanderzirkus, den montiere ich hier heute Abend noch ab. Das ist sicher ein paar Polizei- und Feuerwehrsets, auch aus den späten 90ern, und hier um die Kurve, das filmen wir von der anderen Seite dann nochmal, diese Explorer-Sets aus den, ich glaube, 2018er City-Serien. Aber wisst ihr, was toll ist? Es ist ja immer die Rede, speziell von unserem Umfeld, ihr habt doch eh keinen Platz mehr, wieso kauft ihr euch noch was weiß ich. Und jetzt bei dem Rundgang fällt mir auf, dass wir sehr viele kahle Stellen haben. Also wir haben eigentlich viel Platz noch. Ja, also da und dort geht sich noch was aus. Ja. Als nächste Destination haben wir hier unser Winterdorf, genau. Welches wir auch schon relativ lange hier haben. Ist momentan nicht so interessant, weil das Wetter ja immer schöner wird. Genau. Hier mit der Snowboardpiste, die wir hier eingebaut haben, oben das Winterbergdorf, genau, erreichbar. Nicht elektrifizierter Lift, ganz wichtig. Genau. Also der steht nur, aber wie gesagt, technisch sind wir oft nicht so top dabei. Da bin ich schon froh, wenn ich das hinbekomme. Aber die Eisenbahn durch, also hier sind die Winter Village Sets, nicht alle, aber zum Großteil aufgebaut. Und auch Santa Claus fliegt hier mit seinem Schlitten rum. Genau. Und hier an der Außenseite haben wir einfach ein Haus nach dem anderen platziert. Das Winterdorf wurde zu klein, deswegen haben wir hier noch ein bisschen erweitert. Diese Tische gibt es noch nicht allzu lange, oder sie sind noch nicht allzu lange bebaut. Ja. Hier gibt es noch ein zweites Winterdorf, welches so an Frozen und ein bisschen spaciger angelehnt ist auf jeden Fall, aber das ist bei weitem noch nicht fertig. Da sind wir noch am Bauen, also dann müssen wir hier schauen, glaube ich, wie wir irgendwas mit der Beleuchtung machen. Das stimmt. Außerdem, es kommen immer wieder noch mehr Sets raus, die irgendwie nicht direkt vielleicht ins Winterdorf passen oder vielleicht schon, aber eben keinen Platz mehr haben. Alleine die heulende Hütte von Harry Potter.
Ja, also sehr interessante Sachen. Der Tisch hier ist leer, außer bis auf dass hier ziemlich viel Krimskrams herumliegt. Aber hier wird auch noch was kommen. Eishockeyfeld, ein absolutes Sammlerstück heutzutage, wenn ihr das bekommen wollt, sehr teuer. Dann geht es hier weiter zum Campingplatz. Ja. Klein, aber fein, mit dem großen Baumhaus und ein paar Stellplätze für Wohnwegen und Wohnmobile, und wir haben das so gelöst, wir haben die Stadt immer wieder mal seitlich erweitert, und dass man nach innen noch immer kommt, haben wir nicht wie Jangbricks oder jetzt ja auch Brixie die Stadt in einem U oder in einem L angeordnet, sondern wir haben es hier so auch teilweise so begehbare Lücken, und da kommt man dann relativ weit ins Layout rein und kann überall alles erreichen. Hier also ein kleiner, ziemlich voller Campingplatz, weil Lego immer wieder Wohnmobile und Wohnwegen rausbringt. Und dann sind wir, glaube ich, bei Ried, das Herzstück der gesamten Stadt, dem Vergnügungspark. Dem Vergnügungspark, der unterteilt ist in so viele verschiedene Bereiche. Wir haben hier direkt vor uns den Gruselbereich, der immer wieder ein bisschen modifiziert wird. Wir haben letztes Halloween haben wir die Bäume dazu gegeben, die Pflasterung dazu gegeben. Immer wieder kommen Figuren dazu, je nachdem, was sich anbietet. Es gibt daneben hier auch noch sehr, sehr neu den Piratenbereich, der jetzt komplett gefliest ist. Also ein Traum. Seht euch das an. Ich liebe ja diese Wasserfliesen. Übrigens, unser kleiner Baumeister auch. Er hat letztens was war das bei der Waschanlage? Sind auch solche Steine natürlich in groß dabei und halt Steine. Oder? Ja. Genau. Und er liebt diese Steine. Also das sind immer die er als erster abbaut und dann herumträgt. Also er kommt direkt nach mir, muss ich sagen. Ja, hier natürlich wirklich mit Highlight-Sets, dem großen Piratenschiff und der Barracuda Bay, die hier so cool in das Layout integriert wurde. Also mehr oder weniger, der Vergnügungspark ist für uns so das Recyclingzentrum für die Abstellkammer, für alle Sets, die total cool sind, aber die sonst nirgendwo in die Stadt reinpassen. Zum Beispiel auch für die Apokalypseburg, wo wir lange überlegt haben, was wir damit tun sollen, aber die passt hier einfach perfekt rein. Hier fährt übrigens der Harry Potter Hogwarts Express. Dann die Constitution ist hier abgestellt, weil wir hier auch einen kleinen Western-Park haben, gleich neben dem noch kleineren Jurassic Park-Teil, den wir sehr gerne vergrößern würden, denn es kommen tolle Jurassic Park-Sets raus, aber wir haben hier einfach keinen Platz mehr, und das ist der Teil des Vergnügungsparks, den wir fast schon am längsten haben. Hier die alte große rote Achterbahn. Irgendwo ist auch der Disney-Zug, der steht dort hinten beim Schloss, und so diverse andere, sehr große, auch sehr schöne, wenn ich das mal filmen darf. Karussell, Riesenrad, das Joker-Haus, wo wir auch am Anfang nicht wussten, wo wir das hin tun sollen, aber das ist jetzt einfach ein Bereich unseres Vergnügungsparks. Hier Fairground-Mixer, und hier tut sich natürlich auch einiges, und hier passen auch die ganzen Figuren hin, die sonst in die Stadt eher etwas schwieriger zu integrieren sind. Also Captain Buzz ist hier neben Star Wars-Figuren und so weiter. Genau. Aber auch dieser Teil noch nicht ganz fertig, weil wir einfach das auch noch schöner machen wollen mit der Pflasterung und so weiter und so fort. Ja, auch hier gibt es noch einiges zu tun, aber das passt ja auch so. Wenn du mal rüberschwenkst, dann genau von dem großen Riesenrad, haben wir auch Hogwarts natürlich hier vertreten. Das ist ganz klar, den braucht man auch mit dem Bahnsteig 9 3/4. Genau, das Problem in Hogwarts derzeit ist, dass es einfach immer wieder erweitert wird, was die Sache nicht unbedingt leichter macht, aber gut, warum soll es auch leicht sein? Wir warten jetzt auf die nächsten Sets, mal schauen, was wir uns jetzt alles kaufen. Wir sind da noch immer nicht ganz sicher, was wir uns da gönnen sollen, und dann werden wir auch das hier weiter vergrößern. Soweit es halt noch geht, weil es wird schon langsam ein bisschen eng, aber ein bisschen Platz. Zum Glück sind die neueren Sets auch immer so, dass man die aufeinander bauen kann. Ja. Ein weiteres Highlight ist hier natürlich das große Disney-Schloss, wo auch jetzt in nächster Zeit einiges passieren soll. Rita hat schon hier die Silhouette von Mickey Mouse platziert. Ich denke, das ist aber eher nur pro forma, denn der gesamte Platz soll hier gefliest werden und schön gemacht werden, dass die Leute, die in den Park reingehen, hier so richtig, richtig toll auf das Disney Castle gehypt werden. Hier Winnie Pooh auch am Start und diverse andere Disney-Sets mit Figuren und so weiter. Das Disney Castle ist auch, ich denke, das einzige Set in unserer Stadt, welches beleuchtet ist. Da müssen wir mal das Licht abdrehen und euch das zeigen. Genau. Also wirklich, wirklich cool. Und hier auch der Eingang zu unserem Vergnügungspark oder einer der hier mit Eingänge. Station natürlich. Genau, und das geht man quasi durch die Winkelgasse
in den Vergnügungspark hinein. Die ist zum Glück auch wieder ganz, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, da wurde mal von jemandem die Winkelgasse komplett abgerissen, aber wir haben sie wieder aufgebaut. Wie gesagt, der Übergang ist noch nicht, da wissen wir noch nicht genau, wie wir das anfangen sollen, was wir da noch hinstellen sollen. Aber irgendwann kommt die zündende Idee und dann geht es los. Ganz richtig. Also der Vergnügungspark ist ein Bereich, der so nie zur Ruhe kommt, weil hier immer wieder neue Sets rauskommen, auch speziell große Sets, die verlangen, dass wir mehr hier umbauen. Aber das lasse ich Rita über zum großen Teil, die macht das ganz gut. Falls ihr euch übrigens fragt, was hier auf die leeren Tischplatten noch so kommt, wir wissen es noch nicht ganz genau. Was bestimmt noch irgendwo hinkommen wird, ist das hier. Das habe ich jetzt vor kurzem erstmal hier hergebracht. Wir haben über die Monate und eigentlich Jahre hinweg immer wieder ganz günstig diese Super Mario Sets gekauft. Da haben wir noch mehr als diese. Und wir planen eine Warp-Röhre hier irgendwo im Layout. Und genau drunter, eine Ebene drunter, wo hier diese ganzen Kisten und Kartons stehen, die Ersatzteile zum Teil, planen wir ein kleines Super Mario Layout. Was sonst noch hier hinkommt, wissen wir noch nicht. Wir möchten natürlich auch die Tische hier, vielleicht habt ihr es im letzten Video gesehen oder vor ein paar Videos, weiß nicht, wann wir das gezeigt haben, haben wir so Klappböcke gekauft und wir sind jetzt momentan gerade am Bestellen dieser USB-Platten, damit wir das Layout hier noch ein bisschen erweitern können und dann haben wir hier auch noch eine schöne Fläche, wo vielleicht noch ein Weltraumbahnhof oder ein Flughafen oder ein neues Stadtteil, ein Stadtviertel oder sowas hinkommen soll. Die Kantine hätten wir eigentlich auch noch, die Star Wars Kantine, das Riesenset haben wir zwar noch nicht aufgebaut, hätten wir aber auch gern eigentlich mal irgendwo hier platziert, aber... Ja, vielleicht ein kleiner Star Wars Bereich, also mehr oder weniger wie bei Disney World oder Disneyland, dass es das ja auch gibt als Bereich, da müssten wir uns irgendwie einfallen lassen, wie die Leute dann hier drüber kommen, aber das schaffen wir irgendwie. Genau. Weiter geht's im Wohnbereich. Wo wir verschiedene Häuser platziert haben, zum Beispiel auch hier dieser 2x4 Stein, das 2x4 Steinhaus. Unter anderem, dann haben wir die Simpsons, die hier wohnen. Wir haben Harry Potter mit den Dursleys, der hier wohnt. Und natürlich ganz quasi normale Häuser. Wir haben die Weasleys, die hier wohnen. Und auch unsere eigenen Elternhäuser, die wir selbst designt und ja, platziert haben. Genau. Also es gab mal Zeiten, wo Lego wirklich tolle Wohnhäuser auch in der Creator-Serie rausgebracht hat. Die haben wir fast alle. Und wie gesagt, das ist mein Elternhaus. Und hier neben den Simpsons seht ihr Ritas Elternhaus. Genau. Die sind auch voll eingerichtet. Da gibt es natürlich auch Videos dazu, wo wir das Innenleben herzeigen und so weiter. Hier hat sich auch sehr viel getan. In der letzten Zeit immer wieder neue Figuren, neue Krimskrams. Hier solche Kleinigkeiten wie den Park. Es kommen jetzt noch mehr Bäume, weil wir im Legoland wieder sehr viele Blätter bestellt haben. Hier werden wir also alles noch ein bisschen grüner gestalten. Hier in der Mitte nicht unbedingt perfekt platziert, aber könnte schlimmer sein. Das Fußballfeld, ich habe ein paar Sets noch dazu gekauft, in Holland, glaube ich, bei Bricklink, dass das jetzt alles ein bisschen cooler aussieht, hier auf der Hinterseite der Feuerwehr. Und dann sind wir wieder langsam am Weg zurück in die Innenstadt. Hier noch ein paar Creator-Wohnhäuser und diverses Krimskrams, Fire Brigade, der Ghostbusters. Diese zwei Häuser waren mal bei den Ideasets als Vorschlag dabei, wurden dann nicht genommen. Die haben wir nachgebaut aus Legosteinen. Das ist einmal dieser Buchladen und einmal das Naturhistorische Museum. Mhm. Und dann sind wir schon auf der Platte, die wir, glaube ich, als letztes hinzugefügt haben. Ich glaube auch, ja. Oder nein, hier, das sind die letzten gewesen, ja. Aber die Platte hier war die vorletzte. Genau. Da haben wir einerseits auch wieder was Sportliches. Wir haben hier den Basketballplatz. Auch der ist definitiv nicht perfekt eingebaut. Auch wieder eine Baustelle von uns. Wenn einen die Muse küsst, dann kann man sich hier verwirklichen. Und rundherum ein paar verschiedene Sets, unter anderem auch ein paar Friends-Sets, wie zum Beispiel diesen Kunstladen oder auch die Friends Pizzeria. Finden wir eigentlich passt recht gut. Wir haben eigentlich immer bei den Friends-Sets einfach die Figuren ausgetauscht und wenn es dann passt, dass man es nicht anders modifizieren muss, dann auch in die Stadt eingebaut. Was wir auch noch gemockt haben hier ist die Arcade, die neben auch wieder einem weiteren Krankenhaus ist. Die hat speziell Christoph auch gebaut. Und ist auch noch nicht ganz fertig. Der obere Stock ist, glaube ich, noch leer, aber es liegen schon jede Menge
weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, jede Menge Teile drin, die demnächst mal verbaut werden, genau. Und dann kommen wir eben weiter über die Monorail-Station genau zu unserem Hochhaus, das derzeit das höchste Gebäude ist, glaube ich, in Wild City, wenn mich nicht alles täuscht. Und genau, das Hochhaus haben wir innen natürlich, oder was heißt natürlich, aber in dem Fall nicht ausgebaut, sondern hinterbei ist einfach nur dieser Holzpflock, den wir kaschieren wollten. Aber dafür haben wir hier einige Balkone, die teils schon bevölkert sind und auch oben eine Bar, in der man es sich gut gehen lassen kann. Genau, also wir haben über das gesamte Layout verstreut mehrere dieser Holzpfosten, wie Rita richtig gesagt hat, und das war mal ein erster Versuch, den ein wenig ins Lego-Layout zu integrieren und zu kaschieren. Genau. Hier geht es weiter beim zweiten Stadtplatz von Wild City, wo wir einerseits diesen neueren Bahnhof haben, der auch sehr gut aussieht im Übrigen, und andererseits hier dieser Stadtplatz im Dark Tan Design, wo hier diese Ausstellung ist zu 60 Jahre Lego-Stein war das, glaube ich, wo diese Sonderserie mal als Gift with Purchase aus Billund rausgekommen ist. Und da haben wir hier so ein kleines Open-Air-Museum erstellt. Es gibt hier auch einiges, obwohl das der zentrale Bereich der Lego-Stadt ist, noch zu erweitern. Wir haben hier zwei Museen, einmal ein bisschen älteres aus der City-Serie und ein bisschen neueres auch aus City. Da möchten wir gerne eines daraus machen. Hier steht auch dieser Typ aus der Minifiguren-Serie ganz verlogen auf dem Dach, weil das hier eben für uns das Signal ist, dass wir hier noch weiterbauen müssen. Und hier seht ihr eben die andere Seite mit der Market Street, Palace Cinema und dann dem Café Corner von den Modular Buildings. Und dann geht es weiter auf unsere, wir nennen sie immer die südlichste Platte, weil hier unten der Strand ist und da muss es ja am wärmsten sein, und dort auf der anderen Seite ist Norden, weil dort ja der Schnee liegt. Auf jeden Fall auf der Nordhalbkugel wäre das so. Arkham Asylum passt hier ganz gut in diese Kurve rein. Das wird natürlich auch noch ein bisschen erweitert, und hier haben wir noch relativ viel Platz, den wir uns aber absichtlich freigelassen haben, damit wir einiges an Modular Buildings, die in nächster Zeit rauskommen, ich habe schon erwähnt, das Boutique Hotel kommt hier noch hinzu, und diverse andere Sachen, wie zum Beispiel den Daily Bugle. Hier freie Fläche übrigens absichtlich, weil hier ein Hochhaus entsteht. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, das ein oder andere Stockwerk haben wir da schon designt, das haben wir jetzt abmontiert und das kommt dann fix und fertig wieder hier hin. Genau. Und dann geht es weiter zu auch einem großen Projekt von uns. Das war das erste Mock, das wir gestartet haben. Jetzt haben wir es modifiziert. Unser Zoo, Zoo mit Restaurant bzw. Pizzeria vor der Haustür und einem Aquarium. Auch der ist noch nicht ganz fertig. Da sind wir auch immer wieder am Weiterbauen. Aber ja, so wie alles hier in der Stadt ist es ja zum Glück noch nicht fertig, sonst hätten wir nichts mehr zu tun. Da haben wir einerseits Affen, wir haben Reptilien, kleine Gehege, wir haben ein Volair, wir haben Krokodile, wir haben Giraffen, wir haben Elefanten, Faultiere, alles Mögliche, was Lego an Tieren zu bieten hat, haben wir hier versucht einzubauen. Es kommen immer wieder Tiere dazu, das freut uns sehr. Die Ziegen sind auch noch nicht eingebaut, die wir bekommen haben. Aber die Kamele auch noch nicht, die ich dir gekauft habe, genau, im Übrigen. Die werden einen wunderbaren Platz finden, da bin ich mir sicher. Und ja, er ist jetzt um einiges größer, also falls ihr euch das vorstellen wollt, der erste Zoo, den wir hatten, der ging eigentlich nur bis hier. Das heißt, das ist quasi die ganze Erweiterung, beziehungsweise circa bis hier. Ja, also wir haben den Zoo jetzt großen Umbearbeiten unterzogen und es ist noch lange nicht fertig. Da gibt es auch immer wieder Updates dazu. Wir sind gerade jetzt dabei gewesen, die Gehege neu einzuteilen, haben jetzt momentan zu wenig Steine, um hier die Gehege auch einzuzäunen. Jetzt ist es sehr gefährlich für die Besucher hier, und wie Rita richtig gesagt hat, wir haben jetzt noch einige Tiere, die wir hier gerne integrieren wollen. Die Ziegen haben wir geschenkt bekommen, vielen lieben Dank, Kamele. Wir haben auch Rentiere, die vielleicht, weiß nicht, ob es Rentiere in einem Zoo gibt, aber kann man schon einbauen. Und hier im Zoo gibt es immer wieder was Neues zu entdecken, und da ist auch jedes zweite, dritte Mal sehe ich Rita, wenn sie hier vorbeigeht, wo sie den ein oder anderen Stein hier platziert. Und da passiert auf jeden Fall noch Großes. Hier haben wir unsere Regalwand mit allen Sets, die jetzt momentan eingelagert sind, so mehr oder weniger im fertigen oder fast fertigen Zustand. Hier seht ihr übrigens die Stockwerke des
Hochhauses und hier so diverse Sets, die ich oder die wir komplettiert haben, bekommen haben, gekauft haben und so weiter, teilweise auch doppelte Sets. Die Sets werden alle früher oder später mal in die Stadt eingebaut, aber das wird noch ein wenig dauern. Zuvor zeigen wir euch noch ein bisschen Ninjago City. Wir sind keine großen Ninjago-Kenner. Wir haben die Fernsehserie nicht gesehen und haben auch die anderen Sets zum Teil nicht. Aber diese großen Ninjago-Movie-Sets sind einfach der absolute Wahnsinn. Wir haben hier alle drei nebeneinander, so wie es viele haben, platziert und haben auf der Vorderseite so ein kleines asiatisches Viertel gebaut. Mit auch den diversen chinesischen Neujahrssets und dem Ganzen. Wir haben jetzt auch das Monkey Kids Set gekauft mit dieser Laternenstadt oder wie das heißt, haben jetzt aber irgendwie leider keinen Platz mehr. Vielleicht hier müssen wir uns ansehen, aber hier sieht es auf jeden Fall sehr asiatisch aus. Hier gibt es auch diverse Gangs und illegale Machenschaften und auch diverse Sachen, die hier passieren und im Gange sind, so kleine Geschichten, die Rita immer sehr gerne hat. Hier kann man natürlich auch mit dem Zug oder mit der Monorail hinfahren und jede Menge Spaß haben. Genau. Und dann kommen wir zu unserer größten Wasserfläche. Die Piratenbucht war schon riesig, aber das hier schlägt wohl alles. Bei uns auf jeden Fall. Das ist unser Meer. Ich weiß nicht mehr, wie viele Fliesen wir genau verbaut haben, aber es waren viele. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall in einer Bricklink-Bestellung mal 12.000 dieser 1x2 Wasserfliesen bestellt. Kamera fokussiert jetzt nicht, aber ihr wisst, ihr kennt das Teil und da haben wir noch zu wenig davon gehabt. Also unglaublich, was da hineingegangen ist und finde auch total cool, wie speziell Rita diesen Strand hier designt hat mit allen möglichen verschiedenen Situationen, Handtuchverkäufer, Musikant, Eis, Surfshop und dem Ganzen drumherum. Umkleidekabine. Ja, also hier ist wirklich, wir haben auch das erste Wild City Set bekommen mit sogar bedruckter Fliese, die Wild City Bar. Hier dieser alte Angelladen passt hier auch perfekt rein und diverse Creator-Sets, die in den vergangenen Jahren so zum Thema Strand rausgekommen sind. Genau. Genauso wie der Leuchtturm, der übrigens auch leuchtet. Ja. Ich habe zuerst geglaubt, hier oben ist der Schalter, aber ja, das war ein bisschen falsch. Verzeiht. Dann eins der Sets, das wir wohl am öftesten bekommen haben. Unser Hochzeitsset steht auch hier. Das freut mich sehr, dass wir in Wild City am Strand heiraten dürfen. In Realität war es nicht ganz der Strand, aber naja, gut. Aber es war trotzdem schön. Das haben wir auch hier platziert und was auch noch ein Mock von uns ist, das hier steht, ist die Fischstäbchenfabrik mit einem Radiostudio on top. Auch ein großes Highlight. Hier haben wir noch eine Freifläche. Da haben wir uns noch immer nicht entschieden, was wir genau hinbauen möchten. Wir wollten irgendeine Art von Fabrik, aber ja, da konnten wir uns noch nicht einigen. Wenn ihr eine Idee habt, gerne nur her damit. Das ist noch immer unbebaut, aber lässt sich natürlich jederzeit ändern. Und dann kommen wir wieder zum Wasser, nämlich zu unserem Hafen. Den haben wir auch noch nicht hergezeigt. Große Schiffe, was wir gerne noch machen möchten. Wir haben letztens wieder einen Kran gesehen, der uns auch noch gut gefallen hätte, um LKWs zu beladen, also da würde schon der ein oder andere Kran noch hinpassen, dass quasi noch ein bisschen mehr los ist hier. Mal schauen, was sich da noch tut. Auf jeden Fall, unsere Schiffe haben hier mal einen ganz guten Platz. Es wird sich definitiv auch hier noch ein bisschen was verändern. Ganz richtig, ja. Also wir haben hier diverse Hafensets aus den letzten, ich glaube, fast 30 Jahren. Und das wollten wir auch, das ist in der ganzen Stadt so, dass wir sowohl alte Sets haben, als auch neue daneben. Und natürlich passen die teilweise vom Format hier nicht ganz zusammen, aber das macht nichts. Das soll auch irgendwie so sein. Und ja, das ist unser Hafen, der ist auch mehrmals verändert worden. Wenn ihr die alten Videos anseht, da waren die Hafenanlagen noch genau um 90 Grad verdreht, glaube ich. Zug ist auch noch anders reingefahren. Wir haben also insgesamt, verzeiht uns, dass wir das nicht erwähnt haben, einen großen Loop, da werden wir demnächst wieder mal ein Eisenbahnvideo machen, der das ganze oder fast ganze Layout durchquert. Dann haben wir hier diese Linie, die zum Strand fährt mit einer Abzweigung zum Hafen. Dann haben wir natürlich die Monorail, die zum Teil jetzt abgebaut ist, damit Rita ihren Zoo bauen kann, die hier vom Strand
die ganze Geschichte durchquert bis hinten, wo der Güterbahnhof ist, mit Option auf Verlängerung. Dann haben wir eine Eisenbahn im Vergnügungspark und zusätzlich jetzt relativ neu dazugekommen auch noch die U-Bahn, wo jetzt mal eine Linie früher oder später eingeweiht wird und wir dann auch noch erweitern wollen. Genau. Also ich finde sehr viel Eisenbahn eigentlich. Was ja Wenn gut man sich ist. das mal durchdenkt, sehr viel Eisenbahn. Ja, so soll das sein. So, und wir sind jetzt wieder zurück am Stadtplatz. Rita hat sich jetzt nach diesem Video mehr als eine Tasse Kaffee verdient, glaube ich. Oh ja. Ihr auch, wenn ihr jetzt oder schon nicht während des Videos eine getrunken habt, dann genehmigt euch jetzt einen 35 Minuten Bricks Go Wild Video. Danke für alle, die jetzt noch dabei sind. Wir sind natürlich gespannt auf eure Kommentare. Würden uns freuen, wenn ihr uns zurückschreibt, was ihr gerne in der Stadt demnächst so sehen wollt. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn ihr irgendeinen Bereich nochmal genauer sehen wollt, dann zeigen wir euch den her. Das Layout hat jetzt in seiner aktuellen Form so ungefähr 90 Quadratmeter und ist natürlich in einem Video etwas schwer abzulichten. Ja. Ich glaube, da könnte man mehrere Tage filmen, aber wir sind sehr gerne dabei, wenn es heißt, bitte das filmen oder das filmen und werden in nächster Zeit einfach ein bisschen weiterbauen, schauen auf eure Vorschläge und Kommentare und dann freuen wir uns schon wieder, wenn wir uns demnächst wieder mal sehen. Auf jeden Fall. In dem Sinne, baut auch ihr was Schönes. Vielleicht konnten wir euch inspirieren zu dem ein oder anderen Set, zu der einen oder anderen Idee, wer weiß. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder in einem neuen Video, wo wir dann vielleicht bei der U-Bahn weitergebaut haben oder an einer anderen Baustelle. Ja. Wir haben ja einige. Ja. Wir werden schauen, was sich machen lässt. Baut auch ihr was Schönes. Viel Spaß mit euren Klemmbausteinen und bis demnächst. Bis bald. Tschüss. Tschüss.